Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute wieder in Bernau und zwar in Kreimoos. Da ist ein kleiner Parkplatz hinter mir, sieht man. Und wir gehen dann hinter mir rauf über Kreimoos und dann geht es heute zur Lindelalm. Ich wollte schon mal raufgehen, da war aber gesperrt wegen Waldarbeiten. Dann haben wir über die Herrenalm raufgehen müssen. Und heute möchte ich die ursprünglich geplante Runden gehen. Auf geht's! Da habe ich das letzte Mal noch nicht verstanden, dass mein Weg betroffen war. Also dass der von den Holzfällarbeiten betroffen war und bin dann da im Arschstickerl hinauf und habe dann schon Kettensägen und der Seilwindenarbeiten gehört. Also bin ich damals rechts gegangen und über die Herrenalm rauf und runter. Heute klingt das besser. Man hört nämlich nichts. Und darum meine ich, weil wir heute die Runden gehen können. Ihr werdet euch fragen, warum sowas Kleines bei dem Wetter? Naja, ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben natürlich, dass ich das nicht so gehen können habe, wie ich wollte. Damals Holzarbeiten und wenn man dann schon eben ein Seilwinden hört und Kettensägen, dann weiß ich, da hat man als Wanderer nichts verloren. Das ist einfach zu gefährlich. Wenn so ein Seil schnalzt, dann da ist der Kopf weg, wenn es dumm geht. Und es war unten leider spät, aber es war halt gekennzeichnet, in etwa bei dem Holzstapel, wo wir vorbei sind. Ich brauche jetzt im Sommer auch kühlere Touren und naja, das was man da sieht, ich habe mir nicht die Stirn befeuchtet. Ich schwitze schon. Es ist wieder heiß, heute sollen es 28 Grad werden. Also nicht ganz die 33, die wir schon gehabt haben. Nur trotzdem so ein Waldweg, das ist ein Riesenunterschied. Es ist auch wieder ganz gut angeschrieben mit Lindelalm und wirklich schön zum Raufgehen.
Ja, es ist wirklich gut ausgeschildert, bis auf ein einziges Mal. Da haben wir ganz leicht rechts, wie in so ein kleiner Tunnel reingegangen. Da hätte man gerade sogar denken können, es geht links weiter, flach. Aber ein Wanderer zieht es ja doch tendenzmäßig immer ein bisschen nach oben. Und ich glaube, man hat es im Video auch gesehen. Aber sonst sind wirklich regelmäßig die Schulter aufgestellt, dass man sich da nicht verfransen kann. Ich glaube, wir sind doch tatsächlich schon auf die letzten Meter zur Lindelalm. Ich höre schon die ersten Kurglocken und ich gehe mal davon aus, sie stehen vielleicht irgendwo da im Schatten, neben da eben dort, wo ich jetzt rauskomme. Das ist der Ausblick, nicht vom Gipfel, sondern von der Lindelalm. Man sieht ganz leicht, diesig ist es noch heute, aber das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Und im Hintergrund sehen wir sogar über auf die Gederer Wand und das Gipfelkreuz, ein kleines bisschen. Wir sind auf der Rückseite von der Lindelalm. Ja, und wie durch die Baum hat man es auch schon ein bisschen gesehen, die Gederer Wand. Und die Kampenwand ganz knapp spitzt oben raus. Der Ostgipfel mit seinem hohen Kreuz drauf. Wir gehen jetzt dann in der Richtung weiter. Und zwar die Strecken, die ich mit euch schon mal gegangen bin, über die Hernalm. Es ist ein herrlicher Tag heute wieder. Es ist halt ein bisschen diesig, das sieht man schon, dass es geregnet hat und dass viel Luftfeuchtigkeit herrscht. Man schwitzt auch wirklich, aber es ist darauf so schön zum Gehen gewesen wieder, also angenehm kühl, muss man sogar sagen.
Wir sind schon im Abstieg zur Herrenalm. Das ist auch eine wunderbar gelegene Alm. Natürlich aussichtsmäßig hat man vor der Hütte nicht so viel geboten. Da kann man nur darauf schauen, wo ich jetzt gerade runtergehe. Aber es ist eine gemütliche Alm. Jetzt scheint die Sonne gerade ein bisschen hin und ich sehe schon meinen Halbschatten auf der linken Seite. Da werde ich wahrscheinlich gleich auf ein Weißbierchen sitzen und die Tour so in der Halbzeit nochmal an der Hütte genießen und dann steige ich mehr oder weniger hinter der Herrenalm ab. Da geht es dann hinter der Herrenalm leicht rechts runter. So, ich bin gerade hinter der Herrenalm und ich starte jetzt wieder runter. Mein Frühschoppen Weißbier ausnahmsweise war aber ein leichtes. Habe ich mir jetzt gerade gegönnt an der Herrenalm, war gemütlich zum Sitzen und jetzt starte ich eben den anderen Abstieg wieder runter, so wie ich das letzte Mal raufgegangen bin und runter. Ich mache die Aufnahmen schon einmal mit. Irgendwo soll auf halber Strecke eine Brücke gesperrt sein, mit der wir aber nichts zu tun haben. Die geht praktisch links weg und ich meine, das geht weiter in Richtung, zumindest grobe Richtung Aschau. Aber mal schauen, die ist scheinbar gesperrt oder kaputt oder so. Da möchte ich noch vorbeigehen und schauen wir das an. Und dann geht es wieder einen relativ kühlen Abstieg runter. So, wir kommen zu unserem Abbiegepunkt, die Salinentreppen nach Bernau runter. Das sind jetzt Treppenstufen. Ich kann euch nicht einmal sagen, ob man es jetzt links auf der Straße umgehen kann. Ich glaube eher nicht. Und nachdem ich heute erst ein Paar getroffen habe, da wo die Frau Knieprobleme hat, haben wir noch darüber geredet, dass beim Runtergehen auf solche Treppen nicht unbedingt ideal ist. Tatsächlich, die Brücken ist nicht umsonst gespart. Das betrifft uns aber nicht, weil wir gehen gerade weiter in dem Steig. Grüß euch. Und die Brücken, die wir gehen, die ist ein bisschen stabiler. Wir kommen gerade wieder zum Beginn von unseren Runden. Heute war es ja eine echte Runden und eben richtig schön. Ich habe jetzt da im Wald herin das Gefühl, es waren wir höchstens bei 18, 19 Grad und kommen wir nicht durchgeschwitzt zum Fahrzeug runter, sondern ganz normal und super angenehm und schön. Also
Ich werde jetzt da unten nochmal den Blick Richtung Chiemsee raus mitnehmen und genießen. Und dann war es wieder eine ganz bärige Runden, würde ich sagen. Wir kommen gerade zum Aussichtspunkt Wasserhochbehälter und da werde ich auch noch mal kurz Pause machen, weil der Blick von da ist schon gigantisch. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.